Hey, heute zeige ich dir, wie du deinen Gebläsemotor beim Mercedes W203 ausbaust, reinigst und wieder einbaust. Erstmal zur Problemlage. Während der Fahrt macht die Klimaanlage so Quietsch- und Grillengeräusche. Ich hoffe, ihr hört das. Was ihr da hört, ist der Gebläsemotor und der zieht manchmal Feuchtigkeit nach den Jahren und dann fängt der Gebläsemotor an zu quietschen. Der Gebläsemotor befindet sich auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach. An das Handschuhfach müssen wir nicht ran, das bleibt während den Arbeiten geschlossen und wir müssen unten hinter das Handschuhfach. Und hier hinten ist so eine Serviceklappe und da müssen wir jetzt ran. Die Serviceklappe ist mit 2 Schrauben gesichert, eine hier rechts und eine hier links und die schrauben wir jetzt ab. Für die beiden Schrauben benötigen wir einen Torx 20. Wenn ihr die beiden Schrauben gelockert habt, könnt ihr jetzt die Serviceklappe nach unten ziehen. Der kleine Lüftungsschacht auf der linken Seite hier, der verhakt sich gerne beim Runterziehen. Also sollte die Serviceklappe nicht runtergehen, denn auf der linken Seite ein bisschen dran ruckeln. Und jetzt seht ihr hinten rechts den Gebläsemotor für die Klimaanlage. Der Gebläsemotor ist mit einer Steckerverbindung und 5 Schrauben befestigt, Torx 20. Als nächstes schraubt ihr 4 der 5 Schrauben raus. Eine Schraube bleibt noch drin, die hält den Gebläsemotor fest, damit er euch gleich nicht entgegenfällt. Dann könnt ihr mit den Händen hinten die Steckerverbindung lösen und nach unten hin abziehen. Der Stecker hat auf der rechten Seite so einen Klickmechanismus. Ich versuche das mal ranzuzoomen. Jetzt lockert ihr die letzte Schraube, die ihr vorhin drin gelassen habt und euch der Gebläsemotor nicht entgegenfällt. Beim Rausdrehen der Schraube den Gebläsemotor mit einer Hand festhalten. Jetzt habt ihr den Gebläsemotor auch schon demontiert. Das Ganze dauert 10 Minuten. Jetzt könnt ihr auch direkt sehen, mein Gebläsemotor ist hier in der Mitte schon gut verrostet. Das ist meistens der Fall, weil der natürlich viel Feuchtigkeit anzieht. Auf dem Gebläsemotor steht leider keine Mercedes-Benz Teilenummer, deswegen kann ich euch hier jetzt auch keine reinschreiben, aber es steht ein Herstellerdatum drauf und das ist identisch mit dem Baujahr. Also gehe ich mal davon aus, dass das der erste Gebläsemotor ist. Die Arbeiten, die jetzt folgen, solltet ihr draußen machen, denn jetzt wird es dreckig. Ihr nehmt eine Drahtbürste und bearbeitet die Roststelle. Jetzt nehmt ihr einen Haarföhn, stellt ihn auf kalte Stufe und pustet einmal alles grob durch. Und weil mein Gebläsemotor quietscht, werde ich jetzt WD-40 da reinsprühen. Steht ja auch beseitigt Quietschen drauf. Ich mache 2-3 kleine Spritzer drauf und drehe dabei das Rad. Jetzt lasst ihr das Ganze 5 Minuten wirken und dann geht's weiter. Nach 5 Minuten schnappen wir uns wieder die Drahtbürste und machen das gleich nochmal. Dann mit Küchentüchern den Gebläsemotor gründlich auswischen und nochmal mit dem Föhn, kalte Stufe, das Ganze durchpusten. Jetzt die zweite Runde WD-40 drauf, 1-2 Spritzer, den Gebläsemotor auf den Kopf stellen und ein bisschen nach links und rechts drehen. Wenn ihr jetzt mit der flachen Hand seitlich auf den Gebläsemotor klopft, sollten erste Schmutzpartikel rauskommen. Und je länger ihr klopft, je mehr kommt raus. Und was könnte besser sein als klopfen? Hämmern. Also, ihr nehmt euch einen handelsüblichen Hammer und fangt an, die kleine Metallstange zu bearbeiten. Aber mit Gefühl. Ihr dreht den Gebläsemotor um und klopft auch seitlich leicht gegen das Gehäuse. Und jetzt seht ihr schon, da kommt immer mehr Dreck raus. Und das ist genau der Dreck und der Rost, der euer Gebläsemotor zum Quietschen bringt. Jetzt wiederhole ich den ganzen Schritt nochmal. Wenn ihr das Gefühl habt, es kommt irgendwann mit dem Klopfen nichts mehr raus, dann ist es Zeit für eine letzte Runde WD-40. Und jetzt lasst ihr das Ganze wieder 5 Minuten einwirken. Jetzt wieder mit dem Hammer arbeiten. Den Gebläsemotor nochmal auf den Kopf drehen und wieder mit dem Hammer leicht bearbeiten. Dann den Gebläsemotor nochmal in beide Richtungen drehen und danach immer wieder mit der Hand draufklopfen oder leicht draufhämmern, so lange bis kein Schmutz mehr rauskommt.
So, wenn zum Schluss kein Dreck mehr rauskommt, dann sprühe ich nochmal WD-40 rein, bevor ich das Ganze wieder ins Auto einbaue. Der Gebläsemotor ist jetzt wieder sauber und kommt zurück ins Auto. Der Dreck, der bei der Reinigung rauskam, ist ganz schön hartnäckig, also versucht das irgendwie draußen zu machen. Jetzt seid ihr wieder zurück am Auto und jetzt bauen wir den gereinigten Gebläsemotor wieder ein. Dazu den Gebläsemotor mit einer Hand in Stellung bringen und in der anderen Hand habt ihr eine Schraube, mit der ihr den Gebläsemotor fixiert. Nachdem der Gebläsemotor fixiert ist, könnt ihr auch die anderen 4 Schrauben reindrehen. Und zum Schluss guckt ihr nochmal, ob die Schrauben alle gut angezogen sind. Wenn der Gebläsemotor festgeschraubt ist, dann müssen wir zum Schluss noch die Stromverbindung wieder einstecken. Als nächstes kommt jetzt die Serviceklappe und die machen wir wieder zu und schrauben sie fest. Am besten fangt ihr mit der linken Seite an. Wenn die Serviceklappe wieder oben ist, schraubt ihr sie mit den beiden 20er Torx Schrauben fest. Zum Schluss müsst ihr noch gucken, dass an der Seite kein Dämmmaterial rauskommt. Und sollte doch welches rauskommen, könnt ihr das auch bei geschlossener Klappe an der Seite wieder hochschieben. Und jetzt seid ihr fertig. Als nächstes teste ich die Klimaanlage. Zum Testen habe ich die Klimaanlage einmal voll aufgedreht. Und das Quietschen ist endlich weg. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest deinen Gebläsemotor reparieren. Und schreib mir in den Kommentaren, wie es bei dir lief.